Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Iglu bauen und darin übernachten. Zieht euch das rein, 30-40 cm Schnee. Komm schon. Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Iglu bauen und darin übernachten. Leute, wir haben hier heute, zieht euch das rein, 30-40 cm Schnee. Bus und Bahn sind ausgefallen, Taxi, der Verkehr ist lahmgelegt. Ich habe die Challenge bei Instagram übrigens angenommen, ein Iglu zu bauen. Aber ja, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig mit Django dort drinnen zu schlafen. Aber wir haben so viel Schnee. Ich denke, wir bauen ein schönes Iglu, wo du drinnen Platz findest, ne? Also, komm, wir suchen uns hier ein Plätzchen. Vielleicht direkt hier vorne oder wo meinst du, Max? Hä? Wo meinst du, wo können wir ein Lager machen? Ein Iglu bauen? Hier? Oder doch da hinten? Ja. Hier, ne? Da müssen wir nicht so weit zurücklaufen, ne? Wir haben hier so eine Schippe mitgenommen, damit es uns ein bisschen einfacher fällt. Und Django kann uns eventuell auch ein bisschen helfen zu graben. Der Schnee ist so tief, es ist, wenn ich jetzt in den Wald gehen würde, hätte ich auch extremste Probleme damit voranzukommen, weil es doch ein bisschen schwierig ist. Also ich habe keine Winterlatschen oder wie man die Dinger nennt, wo man dann hier durchgehen kann. Django, du bleibst hier. Übrigens, so sehe ich jetzt aus. Eiszapfen frieren schon an meinem Bart. Ich dachte hier. Ja, wir gehen auch hier vorne. Da vorne schippen wir gleich alles hin, oder? Meinst du da, wo die große Pflanze ist? Nein, da wo ich jetzt die Schaufel hinschmeiße. Warte. Aber jetzt. Da? Da machen wir unser Iglu hin. Der Schnee ist so tief, aber das wird jetzt spannend, glaube ich. Und ich grabe hier ein bisschen, oder? Aber Django zieht. Ja, du musst aufpassen. Wenn er läuft, dann musst du sofort festhalten. Django, hier. Halt ihn fest. Halt ihn richtig fest. Oder ich binde ihn gleich irgendwo anders an. Das wird schwierig. Schnee ist so tief. Hingefallen oder was? Ja. Kannst du woanders hinstellen? Wen, Django? Ja. Das ist das Problem. Wir haben hier nichts, wo ich Django anbinden kann. Keine Bäume, kein gar nichts. Wir sind hier auf dem Feld, direkt auf dem Feld, hinterm Haus. So, Django bleibt hier. Kannst du graben? Ich habe hier übrigens auch im Rucksack eine Isomatte und meinen Schlafsack. Wir legen uns später, wenn das Iglu steht, auch noch mal rein und gucken, ob es wirklich komfortabel ist, ob man da drinnen überhaupt schlafen könnte, wenn es denn sein müsste. Und vielleicht wagen wir auch den Versuch, dort drinnen heute zu schlafen. Wenn es natürlich bequem genug ist, wenn das hier überhaupt was wird, ne? Dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen, und starten das Selbstexperiment. Okay, legen wir los. Vielleicht mache ich später mal die Timelapse an. Schnellvorgang und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, wir machen alles jetzt auf einen Haufen. Wie soll ich graben? Du guckst erst mal zu. Du hilfst später mit beim Aushöhlen. Okay? Guck mal. Wir machen hier alles erstmal auf einen Haufen. Und mit dem Haufen machen wir dann die Blöcke und dann machen wir
das alles zusammenstellen. Ja, wir müssen das später zusammenklopfen, damit das richtig hart wird. Und dann machen wir eine Höhle rein. Aber wir müssen noch Säge mitnehmen. Säge? Glatt machen. Warum eine Säge? Zum glatt machen. Zum Glattmachen? Ja. Wir können mal gucken, ob wir eine Schaufel aus dem Keller holen. Oder? Mhm. Uiuiui. Schon so viel. Da ist schon die Erde. Das ist gar nicht so einfach, den ganzen Schnee hier wegzuräumen. Ich habe gerade schon ein bisschen was an die Straßen weggemacht und jetzt hier noch weitermachen. Ich denke mal, wenn ich im Wald wäre, wird das richtig kräfteraubend sein. Aber was man nicht so alles tut, für solche Selbstversuche, ein bisschen Unterhaltung. Na, Django? Was ist Django? Ha? Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen vom Fritz Meinecke. Irgendwie hieß das 24 Stunden im Iglo oder Iglo bauen oder irgendwie sowas. Jedenfalls hat er am Anfang seinen Rucksack als Unterlage genommen und dann Stück für Stück den Rucksack wieder rausgezogen, festgeklopft und hatte dann von Anfang an schon eine Höhle. Django fängt auch schon an zu graben. Eine Höhle. Django, Alter. Django weiß ganz genau, was hier passiert. Der wartet nicht lange. Daumen hoch. Hat er dann seinen Rucksack Stück für Stück immer rausgezogen, hatte dann am Ende eine Höhle. Wir machen das ein bisschen anders. Ich mache erstmal komplett einen ganzen Haufen, klopfe das dann zu und grab mich dann Stück für Stück durch. Und ja, wir schauen mal, ob das genauso gut klappt oder nicht. Wir haben das letzte Mal in der Kindheit, als ich ungefähr in seinem Alter war, auch Iglos gebaut, jedoch aus Schneekugeln. Die haben wir dann in der Hälfte geschnitten und dann aneinander gelegt. Also richtig Eskimo-like. Wir filmen mal aus einer anderen Perspektive. Heute Nacht soll es bis minus 16 Grad werden. Das ist schon krass. Deswegen habe ich mir gedacht, wir legen uns dort auf jeden Fall später mal rein. Aber ob wir dort drinnen wirklich übernachten, das steht noch in den Sternen. Ja. Guck mal, was für einen Hügel wir schon haben, ne? Ja. Heftige Sache. Ich gehe zu Django. Geh mal zu Django. Ist aber schon anstrengend, muss man schon zugeben. Ist nicht so einfach. Im ersten Moment schon, aber dann. Und wie findest du das, Max Mustermann? Bis jetzt? Gut? Guck mal, ist schon so hoch wie du. Ungefähr 2,50 Meter lang, 1 Meter hoch, ja, 2,50 Meter breit. Wir machen noch mal eine halbe Stunde. Das wird super. Jetzt ist das zukünftige Iglo schon 1,20 hoch, 1,30. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Schön stabil.
Du merkst richtig, wenn du da ein Stückchen Schnee drauf schmeißt, was für ein Bass das gibt. Bupp, macht das richtig. Setzt sich alles fest. Ich hoffe, dass es nicht einstürzt später oder Django es kaputt macht. Was für ein Okolyt, ey. Hier passen mindestens, wenn man das gut aushöhlt, 3 Personen rein im Sitzen, locker. Und zum Schlafen für eine Person kann man hier sich locker was machen jetzt. Und wir gehen jetzt mit Max Mustermann, buddeln wir hier ein kleines Löchlein und schauen mal, wie wir das hier aushöhlen können. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen festklopfen, damit uns das nicht einbricht. Verstehst du? Ja. Ja? Und das machen wir jetzt. So, die Stunde der Wahrheit. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier ein bisschen durchkommen und ob das einbricht oder nicht, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein kleines Löchlein. Ungefähr so. Oder? Okay. Hier. Aber mach mal mit der Hand erstmal lieber, oder? Okay. Guck mal, wie tief das hier geht. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel. Und das schütten wir auch wieder nach oben. Drehst du dich langsam weiter vor und schiebst das dann alles raus. Okay? Schon knapp 1 Meter drin. Ich habe so irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Stell dich mal da. Alter, cool. Ja? Gut, ne? Ich mache es noch weiter. Komm raus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich bin jetzt schon fast ganz drin. Vor mir steht die Kamera. Ich könnte jetzt im Prinzip noch ein Stückchen so. Und ich wäre jetzt eigentlich schon komplett drin. Hier kann ich mir dann oben noch ein bisschen was abschaben. Ein bisschen mehr Freiheit. Die Öffnung ist übrigens ganz bewusst so klein gehalten, damit möglichst wenig kalte Luft reinkommt. Ja! Boah, es wird immer kälter, sogar meine Hände fangen jetzt an, am Stativ einzufrieren. Max Mustermann ist ganz tief drinne. Hallo, hast du da genug Platz? Also, ich würde sagen, bis jetzt läuft alles gut. Django muss gleich rein. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kalt für ihn. Die ganze Zeit im Schnee zu sitzen, ist auch nicht gut. Vielleicht macht ihm das nichts, aber mir macht das was. In mein Herzen. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal irgendwie
hier breit machen, glaube ich. So. Ich denke mal, das könnte ganz bequem werden heute Nacht. Also im Extremfall mit so einer Decke Jetzt bin ich erstmal drin. Das Problem ist nur, dass die Isomatte heute kaputt gegangen ist. Hier hat sich, ja, wie man das sieht, die Oberfläche, eigentlich der Schutz, die ganze Matte hat sich von diesem Schaumstoff gelöst und so ist die ganze Isomatte irgendwie zu einer Luftmatratze geworden. Aber irgendwie juckt mich das gar nicht. Ja. Also Isolation von unten haben wir schon mal, allein durch die Rettungsdecke. Dann haben wir die kaputte Isomatte. Ich hoffe mal, die taugt trotzdem noch irgendwas. Plus eine Decke. Wer weiß, ob hier morgen nicht einer gleich drauf springt und mich umbringt. Komm schon! Komm schon! Isomatte, die rutscht auch ohne Ende. Hier Schnee. Hier hat sich mittlerweile auch schon eine Schicht gebildet. Wenn die Wärme von oben nach unten steigt, bildet sich an dem Schnee eine Eiskruste, wenn man das so nennen kann. Und die verhindert dann auch, dass immer wieder Schnee irgendwie runterbröselt. Ich möchte so gerne hier drin schlafen, aber irgendwie schlage ich mich hier die ganze Zeit rum mit den ganzen Dingern hier. Die Isomatte, muss ich noch gucken, ob die mich aufwärmt oder nicht. So. Was ist jetzt für ein Licht angegangen? Hören Sie mal. Das ist natürlich geil, ne? Ist das mein Handy? Yo. Heftiges Met, ey. Es ist sehr still. Sehr still. Bo. 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 Moin moin. Oh, Freunde. Ich habe den Selbstversuch, das Experiment heute Nacht abgebrochen. Wenn du die Luft jetzt einatmest, frieren dir die Nasenhaare ein. Wir haben es jetzt wirklich minus 15, minus 16 Grad. Und für unsere Klimazonen ist das einfach zu kalt. Die Luft ist viel zu feucht. Bei so einer Kälte, da friert alles ein, wird alles steif. Und ich habe 2,5 Stunden circa hier im Iglu gelegen. Es ist dermaßen kalt geworden, dass ich gedacht habe, nee, komm, wir sind auch deshalb nicht direkt im Wald gewesen.
Mein Schlafsack übrigens, den habe ich gar nicht erst rausgeholt. Die Isomatte ist kaputt. Die hole ich hier gleich noch raus. Und ja, dann geht es wieder nach Hause. Jedenfalls war es eine gute Erfahrung. Das Iglu bleibt erstmal so stehen. Mit solchen Temperaturen ist nicht zu spaßen, Leute. Es ist wirklich kein Spaß. Sogar mit dieser Rettungsdecke hat es nicht so gut geklappt, wie ich mir erhofft habe. Ja, trotzdem, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne einen Daumen nach unten, wie ihr mögt. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Ein frischen Gruß. Abenteurer absolut. Buster fairly fair. Put them niggas through my torture. Yes, I'm once in my head. Once in my fucking head. Yeah, my weakness, what they said. Once in my head. Once in my head. Yes, I'm once in my head. Once in my fucking head. Yeah, my deep into the woods. 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 The hood has got me evil. I can't even get to tell you why I'm drinking on the parties and the shorty with my niggas. Yeah, we smoking so much dope, I coughed and choked when shit got out of hand. Down low with some niggas, caught my shit and tried to do a man. Hanging out the window with a nigga, motherfucking, introduce